Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Da wir unsere Kamera anfangs nicht immer mit dabei hatten, erzählen wir euch ein wenig im Off-Text, wie die ersten Tage für uns waren. Alles, was wir besitzen, schleppen wir jetzt in 2 großen Rucksäcken herum, die ständig neu gepackt werden müssen. Ehrlich gesagt sind wir ziemlich aufgeregt, als wir unser erstes Tramper-Shit malen, weil wir haben das ja noch nie gemacht. Aber jeder muss schließlich irgendwann mal anfangen. Als wir dann im Shuttlebus sitzen, um zu unserem ersten Spot zu fahren, kommen wir mit dem Busfahrer ins Gespräch. Der ist echt begeistert, als wir von unserem großen Plan erzählen. Und nachdem er uns abgesetzt hatte, zückt er plötzlich seinen Geldbeutel und drückt uns erstmal $10 für den Bus in die Hand und wünscht uns alles Gute. Geil! Das war unsere erste Begegnung in Kanada. Vor lauter Aufregung haben wir völlig vergessen, nach seinem Namen zu fragen. Aber diese Geste werden wir so schnell nicht vergessen. Das Trampen wird vorerst verschoben und wir fahren mit dem Bus vom Airport Richtung Halifax. Die ersten Tage in Halifax sind trotz des sonnigen Wetters und den netten Mitbewohnern leider nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich liege nämlich mit einer fetten Erkältung im Bett, also macht sich Steffi vorerst alleine auf, um die Gegend etwas besser kennenzulernen. Doch an sich ist das kein Problem, denn Halifax hat viel zu bieten. Angefangen mit dem Great Wilderness Trail, auf dem ich mich fühlte, als würde ich meine Kindheit neu entdecken. Einsame Landzungen erkunden, durch verschlungene Pfade wandern und über weite, sumpfige Ufer blicken, ohne auch nur eine Menschenseele zu treffen. Am nächsten Tag geht's in die Innenstadt von Halifax, wo ich mir die Art Gallery of Nova Scotia einmal genauer ansehe, die mit ihrer Ausstellung viel über die Lebensweise indigener Bevölkerung zu sagen weiß und die Konflikte zwischen deren Kultur und der Neuzeit aufzeigt. Zu der Zeit sind nur wenige Menschen am Hafen unterwegs. Ich kann den Ausblick aufs Meer beinahe ganz allein für mich genießen und laufe dann 40 Minuten zu Fuß zum Point Pleasant Park, der so groß ist wie manche Waldstücke in Deutschland. Manchmal ist es schön, so allein unterwegs zu sein, aber schade finde ich es trotzdem, dass ich die Eindrücke nicht mit Tobi teilen kann. Wenn man so eine Reise antritt, ist es anfangs schwer, ständig die Kamera dabei zu haben. Jede Landschaft, jedes Geräusch und jeden Geruch will man mit allen Sinnen auf sich wirken lassen. Doch so nach und nach gewöhnen wir uns daran, unser neues Leben per Video festzuhalten. So, you would have heard the 3 orders there, relayed between the centuries. The first one.
Zugegeben, in diesem Video ist noch nicht sehr viel Spannendes passiert. Wir mussten eben erstmal ankommen. Wir reden nicht in die Kamera und überhaupt, wollten wir nicht per Anhalter reisen? Aber all das ändert sich ab dem nächsten Video. Versprochen.